Hallo liebe Leute, mein Name ist Chris von Just2D Interactive. Ich habe Droba Forsaken Kin entwickelt, ganz alleine. Nein, natürlich nicht alleine. Ich habe ein schönes Team, ich habe ein tolles Team, mit dem ich es entwickelt und ich habe heute einen davon mitgebracht, das ist Johannes. Grüß euch alle, hallo. Und heute werden wir bei Behind the Pixel eure Fragen beantworten. Die werden hier erscheinen irgendwo im Screen, damit ihr die auch nachlesen könnt, aber ich werde die auch vorlesen. Und wir starten einfach konkret mit eurer Frage als erstes von DMKRAP. DM-Crap oder so. Erste Frage, ganz viele Fragen. Kann man, wenn man selbst ein Spiel programmiert hat, dieses noch genießen? Also spielt ihr eigentlich Droba komplett frei von Programmiergedanken? Ich glaube, man kann das Spiel selbst schon noch genießen. Also ich hatte einen Moment in der Entwicklung, da habe ich das Magielager getestet im Düsterwald. Und das hatte ich vorher noch nie gesagt. Und obwohl ich viel daran programmiert habe, habe ich es gespielt und ich hatte echt viel Spaß dabei. So, ne? Ich habe es auch in der Form gewissermaßen genossen. Aber es war immer im Hintergrund, man hat immer schon im Bildschirm richtig gesehen, wie die Systeme da eigentlich da sind, die man dann selbst programmiert hat. Das heißt, so komplett frei kann man es wahrscheinlich nie so richtig spielen. Er meint übrigens die Zuflucht. Die Zuflucht meinte ich, ja. Das Magielager ist unser interner Name. Ah ja, Zuflucht. Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, ist es überhaupt nicht so, weil ich habe alle Quests ja designt, ich habe das Worldbuilding gemacht und so weiter und so fort. Aber ich konnte es genießen auf Insane, weil auf Insane geht es darum, dass du dein Wissen, was du hast, neu umsetzt und es quasi gameplay-technisch lösen musst, also weil es viel schwerer ist und so weiter. Und da ist die Immersion nicht wichtig, sondern einfach nur, wie kann ich bestmöglich das Spiel spielen, und da hatte ich wieder Spaß. Okay, zweite Frage. Welche Quest findet ihr am besten oder schlechtesten in Droba und warum? Ich glaube, meine beste Quest ist, ich denke, es ist die Arena-Quest. Weil es ist so ein cooler Mix aus, also du hast so coole Challenges, Kämpfe in der Arena und du kannst halt immer dieses Wetten auf den Kämpfen halt, ne? Ich liebe immer Spiele, wo ich hingehen kann und wo ich auf Kämpfe wetten kann und wo ich auch wetten kann, wo ich selber dran teilnehmen kann. Ich finde das immer cool irgendwie. Ja. Das ist auch eine ziemlich coole Quest. Aber ich finde am besten die Quest mit Bettine, wo man mit ihr jagen muss und wo man dann sagen muss, hey, willst du mein Cool sein? Ich finde den Dialog irgendwie so cool. Ich finde den so cool geschrieben. Und die hat mir sehr viel Spaß gemacht, ne? Wer hat all die Texte und die Geschichten der Welt entwickelt mit den göttlichen Drivanius etc.? Das geht größtenteils auf meine Kappe, auf Fabius Kappe, den ihr auch schon mal hier kennengelernt habt, und auf Julians Kappe. Wir haben so das ganze Worldbuilding von der Welt gemacht und der Fabio hat so ein bisschen die ganze Drivanius-Geschichte so initial sich ausgedacht, ausgearbeitet, aber alles, was eigentlich bei uns so passiert ist, ging über unsere 3 Federn so ein bisschen hin. Und das ganze Quest-Design, also mit den Texten, mit den Geschichten und so weiter, die du erlebst, die haben Thomas und ich entwickelt. Der Thomas, der arbeitet aber leider nicht mehr bei uns. Okay. Wie sind die Soundeffekte und der Score entstanden? Gerade die Musik im Moor und der Sound, der kommt, wenn man eine Quest-Item findet, sind mega. Also bei Musik und Sounds haben wir halt mit Freelancern zusammengearbeitet. Also Sound und Musik hatten wir insgesamt, waren es dann sogar 4 Leute mit allem drum und dran. Also wir hatten relativ viele da. Und ich sage jetzt mal, ja, die haben für uns die Soundtracks geschrieben, sowohl so komplettes Tracks, Scores, Composition, Komposition, wie man es bezeichnen möchte, als auch so kleinere Soundeffekte von Kreaturen, von menschlichen oder auch mal so kleine Musikstücke, die du während des Spiels halt so gehört hast. Ja, Jingles. Jingles nennt man das. Ja, die so One-Shots. Ich glaube, der bekannteste Jingle ist bei Zelda, dadurch, wenn man die Truhe öffnet. Genau. So, ne? Sowas halt. Okay, dann haben wir eine neue Frage von Dagar bekommen. Der ist auch schon sehr, sehr lange hier am Start. Was seht ihr als euren größten Fehler in der Entwicklung von Droba an? Wie habt ihr die gelöst und was würdet die anderen Spieler oder einfache Entwickler raten, um dasselbe zu vermeiden? Boah. Es ist typisch Dagar, ne? Genau. Das ist eine tiefe Frage, aber ich kann schon sehen, dass man sie natürlich auch mal gerne wissen möchte. Eine große Schwierigkeit bei uns war, ich würde es nicht sagen als Fehler bezeichnen, was Schwierigkeit war einfach so das Porting. Das heißt, dass wir das auf die Konsolen bringen, Switch vor allem wegen der schwachen Rechenleistung. Und ich glaube, da wäre es schon cool gewesen, hätten wir es vielleicht mal ein bisschen früher auf die Switch schon mal portiert, schon mal früher getestet darauf, dann hätten wir es vielleicht früher schon mal gewusst, dass wir da doch noch mal ein paar, ich sag mal, Problemstellen haben, die wir vielleicht dann früher angegangen hätten. Ich glaube, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, dass man, das ist natürlich jetzt ein Best Case, den ich beschreibe, aber dass ihr euch am Anfang bewusst seid, wofür soll euer Gerät rauskommen, weil euer Spiel rauskommt. Weil am Anfang haben wir zum Beispiel gesagt, das wird nur für Maus und Tastatur spielbar sein. Deswegen ist unser ganz Umguck- und Perception-Modus mit Controller gut, finde ich. Wir haben es gut gelöst, aber es war sehr, sehr, sehr kompliziert und das hat ja auch die Porting-Sachen benötigt. Hätte man am Anfang gesagt, okay, wir wollen das für Controller machen, wir wollen das daraus, hätte uns das sehr, sehr, sehr viel Aufwand gespart. Das heißt, wenn man ein Spiel macht, seid euch bewusst, wofür soll es halt schon sein, so weit wie es halt geht, weil ich denke, im Nachhinein hätten wir es auch nicht früher gewusst, weil wir einfach gar nicht, es hat sich die Erfahrungen hatten wir auch gar nichts darin. Genau.
Ich meine zum Beispiel das nächste Projekt, was wir jetzt angehen, sagen wir sofort, das kommt für Konsole raus, das kommt für PC raus und es wird auch für alle Konsolen rauskommen. So gängigen Konsolen, PC, PlayStation, Xbox, Switch. Genau. Schirkan03 hat gefragt, seid ihr im Gewinn, also geht's mit euch weiter oder holt sich jeder von euch jetzt einen Ferrari und das war's mit Spielentwickeln? Nein, also ich glaube, so unser Mindset ist schon, dass wir halt quasi weitermachen wollen, dass wir auch das nächste Projekt weiterentwickeln können. Und dahingehend sieht das sehr gut aus, halt quasi. Wir wollen das nächste Projekt machen, für dann 3 Jahre quasi und Entwicklungslaufzeit so grob. Und genau, und unser Ding ist halt, dass wir möglichst viel Geld auch reinvestieren wollen. Also quasi das Geld, was halt durch Grover wir halt einnehmen, das reinvestieren wir in die Unternehmen, dass wir quasi ein stabiles Unternehmen aufbauen, dass wir halt in Zukunft nicht nur das nächste Projekt auch nur finanziell, sondern dass wir auch darüber hinaus einfach eine gute finanzielle Grundlage haben, dass wir möglichst viele tolle Rollenspiele oder auch andere Spiele mal entwickeln können. Genau, ich glaube nochmal dazu zu sagen, was bei uns ganz spannend ist, was vielleicht auch anders ist. Es klingt immer so ein bisschen doof, wenn ich das sage, aber Drover ist und war nicht unser Traum. Ja. Unser Traum ist es, dass wir als Spielentwickler uns kreativ entwickeln können. Und dazu gehört natürlich Drover. Und ich glaube, jeder von euch, der Drover gespielt hat, weiß, dass da so viel Liebe von uns drin ist, dass man es schon nicht sagen kann, hey, das war euer Traumprojekt oder sowas. Halt. Das haben wir nicht weniger geliebt. Ich weiß noch, unser erstes Gespräch mit dem Publisher, da haben die halt ziemlich komisch geguckt, als wir gesagt haben, das ist nicht unser Traum. So, hey, hängen die überhaupt da dran? Ist denn überhaupt das wichtig? Aber ich glaube, jeder, der Drover von euch gespielt hat, weiß, dass wir da alles reingesteckt haben. Aber unser Traum ist es halt, dass wir ein Studio schaffen, wo wir wirklich kreativ arbeiten können, wo wir neue Leute kennen, wo wir neue Hindernisse haben, wo wir uns weiterentwickeln, wo wir neue Sachen ausprobieren. Und darauf freuen wir uns und da investieren wir viel lieber Geld rein, als irgendwie in einen Ferrari. Genau. Denn ich glaube, wir sind auch alle so vom Typ her sehr kreative Menschen, sehr bodenständige Menschen. Das heißt, keiner von uns hat bis jetzt, es kann sich ja noch ändern, irgendwie den Wunsch, ich möchte mir jetzt 5 Häuser kaufen, ich möchte einen Ferrari haben, ich möchte 3 Autos haben oder so, sondern wir sind alle sehr grounded und das ist uns halt sehr, sehr, sehr wichtig. Aber wer weiß, wie es sich alles noch entwickelt, ne? Okay, wir haben eine neue Frage bekommen, natürlich von Dagar. Ihr seid ja von Anfang an zu zweit auf 8 Entwickler angewachsen. Wie habt ihr es probiert, die neuen Mitglieder schnell und gut einzubeziehen? Und was hat dabei gut geklappt und was nicht? Ich glaube, was unser Mindset schon ist, immer, dass wir sehr offen und transparent sind, was auch quasi, was wir intern haben. Das heißt, jeder hat tendenziell, weiß eigentlich alles, wir kommunizieren auch alles untereinander. Jeder weiß Bescheid, wie die Prozesse sind, was die Prozesse sind und nicht nur Prozesse, die deine eigene Arbeit betreffen, sondern du weißt auch, wie die Prozesse bei den anderen sind. Du kannst da reingehen, unsere Meetings sind offen für alle, du weißt, woran die arbeiten, kannst dich überall dran beteiligen und ich glaube, dadurch, dass so ein Informationsfluss stattfindet, dass du auch mal weißt, was machen die anderen, wie arbeiten die auch, ich glaube, macht sich das ganz gut quasi auch, dass neue Leute sich dann auch schnell vielleicht zurechtfinden oder auch schnell wissen, wie die Dinge bei uns halt laufen. Genau, was da auch noch sehr wichtig ist, dass wir eine Struktur haben, zum Beispiel, wenn jetzt jemand in meinem Bereich anfängt, dann arbeite ich mit der Person sehr eng zusammen. Ich sage, hey, du hast die und die Aufgaben, arbeite mal was aus, dann reden wir mal drüber. Und ich glaube, was bei uns so der immense Vorteil war, also ich persönlich fand, ich war in allen Bereichen drin. Ich war ja der Vision Keeper, ich war ja der Projektmanager und diese Struktur war relativ gut, weil ich einfach alles von diesem Projekt weiß. In jedem Department. Ich weiß es aus Code-Sicht, ich weiß es aus Art-Sicht, ich weiß es aus Game-Design-Sicht. Und ich bin einfach die beste Schnittstelle, um irgendwo zu sagen, hey, das passt, das geht in die richtige Richtung, das ist gut so. Und ich habe das Projekt so dementsprechend auch, glaube ich, von oben, sage ich mal ganz gut betreut. Hey, da ist ein Problem, der kommt so ein bisschen ab, da müssen wir nochmal reden. Und was Johannes auch meinte, sehr offen. Wir haben Retrospektiven auch sehr viel über Gefühlsrunden reden. Wir haben Stand-Ups, wo wir sagen, hey, okay, was mache ich heute? Und da sagt der eine, hey, komm, kann dir da helfen? Lass uns mal kurz zusammensetzen. Wir gucken uns das mal zusammen an. Oder man kann auch sagen, hey, ich hatte Probleme dort, ich wusste nicht genau, wie ich es implementieren sollte. Und dann ist jemand sofort da. Ich glaube, das ist so der wichtigste Case, dass man offen ist und dass man ehrlich miteinander ist. Ja. Okay, die nächste Frage von Kind 800. Ich bin jetzt durch mit Drover. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das freut uns, ne? Cool. Wie wurdet ihr von Bund gefördert? Ja, das war halt eine Förderung, die wir bekommen haben. Die Förderung ist offen für alle Spieleentwicklerinnen und Spieleentwickler. Und diese Förderung funktioniert folgendermaßen, dass sie einen gewissen Prozentsatz, also für uns war es damals 50% der projektbezogenen Kosten halt übernehmen. Das heißt, stellst du eine Person ein, die an dem Projekt arbeitet, werden diese Kosten für diese Person zu 50% vom Bund, sage ich mal so, übernommen. Okay, dann die nächste Frage. Was für einen Studiengang würdet ihr für Game Development empfehlen? Ich glaube, da kommt sehr stark darauf an, was du in der Game Development machen musst. Game Development ist sehr groß. So quasi so für Programmiertechnische ist sicherlich auch ein Informatikstudium nicht verkehrt. Es ist alles, wie gesagt, kein Muss. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Wege, wie du reinkommen kannst. Ja.
Im Grafikbereich ist sicherlich auch ein Kunststudium durchaus sinnvoll, würde ich sagen. Auch, wie gesagt, nicht notwendig. Ne? Genau, und bei Game Design könnte vielleicht sogar, ich sag jetzt mal, das klingt vollkommen übertrieben, Germanistikstudium, aber ich sag jetzt mal so, Architektur oder so, ne? Germanistik oder Literatur, was auch immer, sinnvoll sein. Aber wie gesagt, Game Development, es ist auch sehr umfangreich, einfach wie Spielentwicklung funktioniert und so. Und im Endeffekt musst du dich einarbeiten, du musst Lust drauf haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du halt Muße und Fleiß reinsteckst, die Dinge anzupacken und die Dinge auch zu lernen. Und dass du gut bist. Und dass du gut bist. Das ist das Wichtigste. Also laber nicht, sondern baller, das sage ich hier immer. Genau, Anpacken, genau. Wann habt ihr euch entschieden, eine Entwicklerstudie zu gründen und wie viel Aufwand steckt dahinter? Ja. Ich glaube, so am Endeffekt, wo wir dann initial zusammenkamen, war es schon das Ziel, dass wir halt ein Studio gründen, sage ich jetzt mal so. Ne? Der Gründungsprozess selbst für ein Unternehmen ist jetzt nicht wahnsinnig groß halt. Ne? Du musst dich mit deinen Gesellschafter einigen, du musst zum Notar gehen, das sind halt mehr bürokratische Prozesse, würde ich jetzt mal sagen. Und die Firma selbst ist dann eigentlich relativ schnell da, sage ich jetzt mal so. Ne? Wo es erst kompliziert wird, ist, wenn dann wirklich die Arbeit anfängt, Mitarbeiter, du musst Gehälter zahlen, du hast Sozialabgaben, du brauchst ein Steuerbüro eventuell und so weiter. Da wird es dann erst so mit Detail, sage ich mal, ein bisschen komplizierter. Also ich glaube schon, man kann sagen, es ist einer der aufwendigsten Sachen, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Es war aber auch einer der schönsten Sachen, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Das klingt theoretisch so, wenn ich das höre von Freunden, die Kinder haben, dass es wie Kinder bekommen ist so ein bisschen. Das ist das Schönste, aber auch das Anstrengendste. Ja. Okay, das waren unsere FAQs, aber ich habe natürlich am Ende noch eine unglaublich fiese Frage und diesmal kommt die aber nicht von mir, denn Dagar hat sich gedacht, ey, ich will diesen Part mal übernehmen und will auch mal eine fiese Frage stellen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie du arbeitest. Also, von Dagar, ich zitiere, wie viele Überstunden habt ihr jährlich gemacht und was denkt ihr, ihr könnt die nächsten 20 Jahre mit dem Budget und den Bedingungen weiter Spiele machen? Ja, also ich sag mal so, es ist klar, dass man natürlich hier und da, ich sag jetzt mal, Überstunden gemacht hat, so, ne? Das lässt sich nie ganz vermeiden und ich sag mal so, man arbeitet ja auch gerne an dem Projekt und so und da passiert es natürlich mal, dass man da mehr dran arbeitet. Und die zweite Frage war... Und die zweite Frage war, ob man die nächsten 20 Jahre so weitermachen kann. Ich sag mal so, für Drober haben wir uns natürlich jetzt ein bisschen, sag ich mal so, auch was erarbeitet und so weiter, worauf wir jetzt aufbauen können und so. Und wir wollen natürlich auch, dass wir jetzt gucken, dass wir das in Zukunft auch... Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Das ist unser Motto. Und dementsprechend gucken wir halt, dass wir das jetzt nicht, dass es nicht nur ein One-Shot ist und danach trennen wir uns, machen was anderes, sondern wir gucken wirklich, dass wir langfristig gesehen immer noch weiter Spiele machen können und in der Firma arbeiten können. Genau. Okay, liebe Freunde, das waren ein paar Fragen, die wir von euch beantworten. Wir konnten natürlich nicht alle Fragen beantworten, aber deswegen schreibt fleißig noch weitere Fragen in den Kommentaren. Die werden wir alle beantworten bei Behind the Pixel. Und damit verabschiede ich mich, euer Chris und macht's gut von Johannes. Hallo. Tschüss. Ciao, ciao. Sometimes an outsider is needed to remember the Forsaken King.